Magirus Deutz, der Löwe hätte ich fast gesagt. Das ist, glaube ich, ein anderer Bushersteller, der da ist. Aber er kommt aus Leo. Und Leo steht für? Leonberg. Aber es ist Böblinger Kreis. Da kann man wählen zwischen Böblinger Nummer und Leonberg. Ich habe mich für Leo entschieden, weil R81 nicht frei war. Ist das alte Kennzeichen, oder Leo? Nee, R81 ist der Typ, also Magirus R81. Und ich wollte halt die Autonummer R81, gab es nur mit Leo. Ja. Ich konnte mit mir raussuchen, ob ich Böblingen oder Leo nehme. Habe mich dann für Leo entschieden, weil ich das R81 wollte. Der ist wahrscheinlich unter 7,5 Tonnen, oder? Ja. Dein Name ist? Rudi. Rudi. So, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir gehen mal gerade drum rum. Das war mal ein Überlandbus oder Stadtbus? Das war ursprünglich mal ein Reisebus mit 32 Sitzplätzen. Und, also so Clubreisen oder so? Ja, genau, so Clubbus. Und dann hat der Vorgänger schon auf Wohnmobil umgebaut. Also ich habe mal als Wohnmobil gekauft und habe mir jetzt halt seit 5 Jahren, renoviere ich den jetzt schon mit meinem Sohn zusammen. Ja, und jetzt haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gefahren. Hat toll. TÜV und alles. Und natürlich ein Gefühl nach 5 Jahren Arbeit, bis man das Ding dann auf die Straße bringt. Schon ein tolles Gefühl. Ihr habt ganz toll oben die Bosch Rexroth-Profile drauf. Ja. Das Original, oder? Nee, also wir wollten eigentlich gar nichts aufs Dach. Aber haben uns dann doch entschieden, dass man Solar drauf macht. Ich finde das aber toll, die Mischung aus dem Alu plus hat was, oder? Mit dem Profil hat man halt sehr viele Möglichkeiten, das individuell zu gestalten. Man kann Gepäck drauf machen oder halt jetzt Solar oder auch die Markise haben wir ja jetzt auch drauf gemacht. Und das Zeug ist genial. Also damit werden normalerweise Industrieanlagen gebaut. Also da hat eine Belastbarkeit. Also da, ich sag mal, da ist da gerade Kindergeburtstag drauf, oder? Ja. Da könnte man ein Auto drauf machen. Ja, genau. Das setzt sich auch im Innenraum dann fort. Ich habe mich für das Profil entschieden, weil man da sehr viel Flexibilität hat in der Gestaltung. Sieht man nachher vielleicht im Innenraum noch. Das ist ein total schöner Bus. Sag mal, die Farbe hast du drauf gemacht? Die habe ich drauf gemacht, ja. Die ist eigentlich nur gerollt. Ja, ich weiß, ich sehe es. Also ich habe meinen VW-Bus gerollt. Ja. Ich habe mich fürs Rollen entschieden. Ist halt selber zu machen und ist deutlich günstiger. Und ja, ich mag diese raue Oberfläche. Die Struktur, fast so ein Raptor-Lack, oder? Ja, das passt eigentlich zum Auto so, weil die Lacke waren früher auch nicht so glatt, wie sie heute lackiert werden. Und deshalb habe ich mich für das Rollen entschieden. Bauzeit jetzt von dem? 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. So, der sah wahrscheinlich schlimm aus, als du ihn bekamst, oder? Ja, ich habe da 45 Quadratmeter Blech verarbeitet. Neu. Also die ganzen Seitenwände sind neu beblecht. Die ganzen Geribberohre, die drunter sind neu. Auch wenn man jetzt die Geribberohre aneinander reiht, sind es auch 47 Meter Geribberohr. Was ich da Hast du komplett erneuert, oder? Komplett erneuert, ja. So, ich darf mal reingucken an der Seite? Ich soll mal gucken. Der ist selbsttragend auch? Nee. Der hat einen Rahmen. Der hat einen Rahmen. Da unten ist der Rahmen. Und das ist alles jetzt Rohr und Blech. Neu. Und alles, was man hier sieht, ist neu. Ja. Und du hast genietet? Ja, die sind auch genietet. Original. Boah, ist der schön, der riecht auch gut. Der riecht noch ganz neu. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch die Gummimatte. Da habe ich drüben eine Gummimatte reingeschnitten. Das fehlt jetzt hier noch. So, die braucht noch ein bisschen. Noch nicht fertig. Aber ist eine rollende Restauration jetzt weiter. Ja, aber es ist richtig schön. Und dein Sohn, der hat auch sowas gelernt, oder? Ja, der studiert gerade noch Fahrzeugtechnik. Und in der Freizeit, wenn er Ein da schönes ist, Projekt. machen wir das gemeinsam. So, du hast natürlich ordentliche Fenster jetzt reingemacht. Das heißt, der ist wintertauglich? Die waren schon drin. Also wintertauglich ist er wahrscheinlich jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht alles drin. Die Heizung fehlt noch. Und ja, habe mich noch nicht entschieden, was ich da jetzt genau reinmache. Wir machen mal eins, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal das Gesamterscheinungsbild sieht. Wenn du damit mal auf den Campingplatz fährst, du warst mal auf irgendeinem? Nee, bis jetzt noch nicht. Wir waren jetzt eigentlich nur mal auf dem Treffen, weil wir sind jetzt erstmal nur bei Regen gefahren, weil es sehr wichtig ist, bevor man den Innenausbau beginnt, dass auch alles dicht ist. Dichtes Testen. Und da haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht, im Regen gefahren und im Regen stehen lassen. Das Regenwasser ist so weich, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit normalem Wasser, oder? Wenn du den einfach nur nass machen würdest. Ja, ich habe mal mit dem Gartenschlauch und so weiter abgesprüht. Aber wenn man fährt, hat man doch noch andere
Möglichkeiten, wo das Wasser reinkommt, weil durch die Fahrt das Wasser halt auch unter die Zierleisten und überall runter kriecht. Ist er dicht? Ist dicht, ja. Mach mal auf hier bitte. Da ist die Heizung. Nee, da war mal die Heizung. Ja. Das ist noch der Ansaugschnorchel. Das ist Stauraum. Das kommt vielleicht auch hier wieder rein. Ich habe da den Boden vom Bad abgesenkt, dass man, weil der Ach so, hat ja so eine stehen kann. Kegelbahn drin, dass man stehen kann, genau. Ah, Kegelbahn heißt, in der Mitte war so ein Laufleist, oder? Ja, das ist der Gang, der Mittelgang. Das ist ja irre viel Platz jetzt. Es fehlen jetzt noch die Wassertanks. Die kommen jetzt da auch noch rein. Ich habe ja noch keine Wasserversorgung jetzt drin. Wir übernachten jetzt im Moment noch ganz spartanisch mit Feldbetten und Kanister und so. Ja, ist okay. Aber Hauptsache dabei sein. Ich sag mal, wichtig ist ja wie beim Fliesenlegen, der Untergrund muss gut sein, dann kannst du auf Liegen legen. Wenn das Ding Schrott ist, brauchst du nichts einbauen. Ne? Richtig, so ist es ja. So, da hinten Zwillingsbereifung. Ja. Zwillingsbereifung. So, und Neue das Gewicht Felgen. jetzt von dem? Also jetzt hat er im Moment gerade 5.900 Kilo. Also ist noch ein bisschen Luft. Wir waren jetzt erst auf der Waage, aber ist noch nicht fertig ausgebaut. Mal schauen, wo ich lande. Ich schätze mal so bei 6,3, 6,4 würde ich landen dann. Ja, das heißt, du kannst noch ordentlich zuladen. Der, Kann auch eine Tonne zuladen. so, der ist jetzt entsprechend abgelastet auf 7,5, oder? Ja, genau. Motor, was ist da drin? Da ist ein 6-Zylinder Deutz drin. Ah, original noch. Ja, ich sag mal, den Motor habe ich neu reingemacht. Da waren 130 PS drin. Jetzt ist ein 170 PS drin, aber ursprünglich war der auch mit 170 PS oder 168. Da hat mal der Vorgänger irgendeinen anderen Motor reingemacht, also einen schwächeren. Und ich wollte jetzt wieder den stärkeren drin haben, weil mit 130 PS ist er halt doch ein bisschen schwach. Und das merkst du richtig? Ja, das merkst du richtig. Also der geht jetzt die Berge hoch. Da ist mir kein Hindernis mehr. Der hat einen Turbo. Ja. Und das ist eine neue Maschine. Ja. Das war mal ein Notstromaggregat eigentlich, ursprünglich. Und ich habe den jetzt als Fahrzeugmotor umgebaut. Ach so, du Das war mal ein kannst sie sehen, die Ventile hier, oder was? Nee, ja. Oder die Stößel? Das ist ein luftgekühlter Motor mit einzelnen Zylindern. Das sind die Stößel für die Stößelstangen, für die Ventile. Stark, wie beim Schiffsmotor. Ja. Krass. Und wie gesagt, das war mal ein Notstromaggregat ursprünglich. Das ZF-Getriebe, was ist da drin für ein Getriebe? Manuelles? Das ist ein manuelles 5-Gang. Und da oben, was ist das? Das ist die Heizung. Der hat ja eine luftgekühlte Maschine, Ja. aber eine Wasserheizung. Und Ein Wärmetauscher. der Wärmetauscher wird mit dem Öl, das sind die 2 Leitungen, die kommen vom Ölkreislauf, vom Motor, werden dann hier heizen das Wasser auf und heizen dann den Innenraum damit. Nochmal, der hat einen luftgekühlten Motor, wie der VW-Bus. Ja, Deutz hat einen luftgekühlten Motor, das ist schon sehr lange so. Das ist ein Ventilator oder was ist dann dabei? Ja, da ist da seitlich ein Ventilator. Zeig mal bitte. Ist der da? Muss ich kurz den Schlüssel holen? Ja. Ich filme mal gerade von hinten nochmal das gesamte Bild. Denn einen luftgekühlten Motor habe ich ja lange nicht mehr gesehen in der Größe. Ja. Und der Hubraum? Der hat, was hat er, 7,2 oder so. Und das läuft stets, der Ventilator, oder? Der läuft stets. Der wird hier mit 2 Keilriemen angetrieben und hier strömt dann die Luft ein für den Motor und wird dann gekühlt. Die Besonderheit ist, dass der quer eingebaut ist, der Motor. Bei den meisten Bussen ist der ja längs eingebaut. Ja. Aber durch den kurzen Überhang würde der 6-Zylinder gar nicht da hinten reinpassen in der Länge. Deshalb hat Magirus den quer reingemacht. 6-Zylinder klingt gut, oder? Ja. So, da vorne ist der Luftdruck. Der hat Luftdruckbremsen. Ja, genau. Das ist der Kompressor für die Luftversorgung. Boah, ist das schön. Ich sag das immer so bei den Bussen hier. Das ist alles Technik, die ihr ja kennt. Das heißt, du hast den ja, du weißt, du kennst das Auto jetzt, oder? Ich kenne das Auto jetzt, ja. Und du selbst, was hast du gelernt? Ich bin Automechaniker. Ich habe Automechaniker gelernt. Auf Omnibus sogar. In der Zeit, wo die noch liefen. S80. Deswegen. Ja, du kennst sie. Bus hat mich noch nie richtig losgelassen. Und war schon immer so mein Traum, Aber hier mit den, Bus zu haben, und habe ich mir jetzt verwirklicht. aber mit den Blechen und so, das ist ja schon Aufwand, oder? Ja, mein Blecharbeiten, das habe ich ja gelernt. Und somit ist das für mich kein Problem gewesen.
Und die jetzt zu schützen gegen Rost, wie hast du das gemacht, die Bleche, die neuen? Die sind jetzt verzinkt, oder? nee, ja, die Bleche sind verzinkt und abgekoppelt auch von der Korrosion. Und die sind auch genietet, original. Ah. Also unter den Zierleisten sind die Nieten. Und da ist kein Problem mit Rost, oder? Jede einzelne Niete ist in Lack eingetaucht, in Rostlack und dann vernietet. Okay. Also, und ist auch entkoppelt noch vom Blech. Damit da auch nichts passiert, Damit da Korrosion. keine Kontaktkorrosion geschieht. Ja. Das ist oft bei Nieten so. Boah, ey, da steckt ja... Außenbeblechung ist neu, ist komplett neu gemacht. Du hast nicht zufällig ein Foto da, wie der mal aussah? Nee. Ich habe hier kein Foto, aber ich habe eine kleine Webseite gemacht. Wo Wie ist der Name? Ich kann sie selber jetzt gar nicht nennen. Ich frage mal deinen Sohn gleich. Ja, Nee, wer weiß es wahrscheinlich. war Spaß. So, und hier, was hier drunter? Hier drunter ist der Luftfilter. Hier saugt er beziehungsweise von der Seite saugt er seine Luft an, da ist die Luftpatrone drin. Ist der neu oder hast du ihn lackiert? Oder? Der ist wieder aufbereitet, sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Du hast alles neu gemacht. Ja. Auch die Stoßstangen sind Eigenbau. Sieht man nicht. Die Also, sind im Original so gut wie es geht nachempfunden, weil die alten, die waren halt verbogen, verrostet und das hat zu viel Aufwand bedeutet und dann habe ich gedacht, da mache ich mir neue. das ist sie selbst gebaut. Die habe ich selber gebaut. Und wie? Abgekantet oder? Rohre gebogen Ja. und dann die Bleche drüber angefertigt und drüber gezogen. Gezogen. Weißt ja. Das wird vorher warm gemacht oder? Alles Edelstahlbleche, ne? Alles kalt. Also Edelstahl. Ja. Edelstahlbleche. Das ist natürlich auch mal eine entsprechende Herausforderung, Edelstahl zu schweißen. Das muss man können. Das ist aber normal kein Problem, wenn man das richtige Schweißgerät und Gas hat. Argon. Zu schweißen wie, genau, Argon ist zu schweißen wie normales Blech. Und da? Hier sind die Batterien drin. Die Fahrzeug. Die Starterbatterien, Ja. Fahrzeugbatterien. Die hast du neu gegönnt, oder? Die sind neu, ja. Und Keilriemen, Ersatzkeilriemen. Genau. Bei der Überführungsfahrt ist mir ein Keilriemen mal gerissen damals. Und Da wird man schlauer. da wird man dann schlauer, ja. So, da vorne hast du die Profile, die sind so genial. Ihr habt die Markise festgemacht daran. Genau, das ist das Schöne dabei. Die kann man da universell einsetzen. Oben am Dach, wie habt ihr die festgemacht? Die sind mit so Nutensteinen und Aluwinkeln fest runtergezogen. So, das heißt nicht nur 4, sondern wahrscheinlich 40 oder wie viel? Ja, das sind doch pro Panel sind es vier Schrauben M8. Aber die Dinger sind bombenfest. 7, 18, 32. Ja, wir haben auch mit der 56. Mit der Kamera haben wir auch geschaut, wenn wir gefahren sind, ob da irgendwas sich bewegt. Ah, nee, 7 mal 4, gell? Sagst du. Das sind 4 Stück pro. Vier Stück pro. So, 4 mal 7 sind 28 Schrauben. 20 Schrauben. Das hält, oder? Das hält. So, aufs Dach kannst du gehen. Ja, ja, ohne Problem. So, das ist der Stauraum von der anderen Seite. Ja, Jetzt hast du hier eine Tür, die hast du zugemacht, oder? Die kann man öffnen, die ist mechanisch noch. Ja. Und So Not- Moment, habe ich den Schlüssel in der Tasche? und Bartschlüssel oder was? Ja, genau. Auch wie süß. Wie früher. Ja. Das geschwind mal hin. Da ist dann der Elektrikraum mal. Ja? So, das ist im Moment noch improvisiert, nehme ich an. Genau, das ist jetzt alles nur damit man halt fahren kann. So. Aber drinnen kann man endlich mal was sehen. Das heißt, du hast das gute Alubutyl genommen. Ja, ich habe alle Bleche quasi, auch im Himmel und Seitenwände mit dem Alubutyl gedämmt, damit hier das nicht so blechern klingt. Ja. Und dann darauf ist dann Armaflex geklebt. Ja, der Klassiker. Besser kann man es nicht machen. Armaflex und dann. Also ich mache ja ungern Werbung für Armaflex, aber das Zeug ist wirklich zwar Ja, teuer, aber Das ist ja eigentlich das, was. Ja, ich habe mich da auch ziemlich lang erkundigt, bin aber immer wieder bei dem Armaflex dann hängen geblieben und ist empfohlen worden. komm, wir gehen mal rein. Da kannst du mir mal ein bisschen was erzählen, denn ich sehe schon, du hast die Vierkantprofile, Genau, die hast du im Innenraum verwendet, hast du eben schon gesagt, gell? führt sich da durch. Ja. So wichtig ist ja, der Bus ist ja nicht so lang. Der hat jetzt 8 Meter, was hat der? Knapp 8 Meter. 8 Meter. 67. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man den nicht zubaut. Breite 2,30, 2,30 genau.
Also sieht jetzt noch wild aus, weil wir halt jetzt gerade auf Feldbetten und so übernachten. Nee, aber es geht mir ja darum, dass man auch mal ein bisschen was sieht. Und deswegen habe ich dich ja gebeten, komm, lass uns das Video machen, weil du kannst jetzt Sachen sehen, die wirst du später nicht mehr sehen. das ist richtig, ja. So, da oben die Einfassung, das ist das Originalfenster? Das ist Originalfenster, ja. Alles wieder aufbereitet. Das habe ich pulverbeschichtet, sandgestrahlt, pulverbeschichtet, neue Dichtungen rein. Das ist so Chrompulver, gibt es da jetzt zum Beispiel. Das mache ich auch alles selber. Ich habe daheim also selber eine Pulverbeschichtungsanlage mir selber gebaut. Backen oder was macht man da? Ja, das wird im Ofen dann gebacken. Ich habe so einen großen Industrieofen gekauft Ist klar. und dann kann man die selber pulvern. Und Nochmal, du hast hier alles schon vorbereitet. Das sind die Rahmen, die drin sind. Das ist die Kegelbahn, die du das sagst. ist die Kegelbahn, genau. Das Okay. ist jetzt nur Und da hast du der jetzt Belag diese Schienen hast du genommen. das sind jetzt so Schienen mit Nudenstein, aber das ist auch original so. Also die Original-Sitzbefestigung habe ich nicht verändert. Passt aber vom Stil. Das braucht man dann auch von TÜV, dass die auch sicher befestigt sind, die Sitze. Das sind auch noch die Originalsitze. Sollen auch so bleiben, Der riecht schön. zeitgenössisch. Und die Himmelverkleidungen, das ist Aluverbund. Aluverbund. Aluverbundplatten. Das ist eine Schicht, zweimal Alu. Dibond, oder? Alu-Dibond, genau. Ja. Das wird auch in der Werbebranche und so Kenn ich. verwendet. Unkaputtbar. Genau, und das kann man auch biegen, weil ich habe ja hier im Dach diese Biegung drin, dass man die auch, sagen wir so, biegen kann. So, also hier vorne hast du auch diese Profile, ich zeig's mal von der Seite. Die haben statisch eine unglaubliche Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit. Und das Schöne ist jetzt, ich kann, wenn ich will, wissen wir noch nicht, ob wir das machen, hier noch erweitern und hier verbinden und dann kann man da Ablagen machen oder irgendwelche Staufächer. Mhm. Planung ist jetzt linke Seite Küche, oder? Die Seite Küche, dort wo das Fenster ist, das Schiebefenster, da sind auch schon die Profile dann für die Wand. Also die Wand wird dann da angedockt. Das ist jetzt abgehängtes Bad dann. Das ist auch wichtig, dass man sowas mal abhängt, dass man mal sieht, genau, wie groß das wird. Genau, da habe ich auch im Prinzip diese Profile. Da kommt eine Schiebetür noch rein. Da hast du noch ein bisschen Arbeit, oder? Ja, das dauert jetzt bestimmt noch ein Jahr oder anderthalb, bis das dann fertig ist. Das sind die Originalsitze? Das sind die Originalsitze, genau. Die sollen auch so bleiben, weil es soll ja alles noch ein bisschen so 80er Jahre zeitgenössischen Stil haben. Ne? Eiche. Obwohl alles jetzt neu gemacht wird. Ne? Eichentisch. Der Tisch, der war auch schon drin. Wir haben jetzt nur das Gestell neu gemacht, weil das alte Gestell hatte da unten noch so eine Querverbindung und das stört dann immer mit den Knien. Und da haben wir auch das Profil jetzt genommen. Das bietet sich da sehr gut an. Das Fenster ist schon, ich glaube, es gibt kein größeres, oder? Nee, das ist ziemlich das Größte, was es gibt. Die waren auch schon drin, die haben wir auch wieder renoviert. Seit's. Genau, die Rahmen waren mal früher so Cremefarben, so ganz hässliche Farbe. Die habe ich jetzt selber gemacht. Ja. Das ist Aufwand. Das halt passt, ja. Das ist Aufwand, aber es ist so schick. Es ist so gut und die Seitsfenster, die funktionieren eigentlich. Also du kriegst auch Ersatzteile ohne Ende. Ersatzteile kriegt man und das ist halt mit Fliegengitter und den Rollos tolle Sache. Man kann es schön aufklappen. Stufenlos, glaube ich sogar. Stufenlos, ja. Also so kleine Stufen haben sie dann schon, aber ziemlich viele. Gut, ihr habt überall diese Rahmenfenster drin. Ja. Die sind auch gut isoliert. Isolierung Armaflex ist ja hier schon drin, Ja, überall, oder? Das ist überall jetzt drin. Und das hast du direkt gemerkt, oder? Ja, das merkt man schon. Das merkt man. So, hinten die Scheibe, das ist natürlich eine riesen Kältebrücke. Das ist die Originalscheibe noch. Die bleibt auch drin. Die meisten Busse haben die ja zugemacht. Mir gefällt das jetzt persönlich nicht. Ich bin froh, dass der noch ein bisschen die Optik hat vom Original. Heißt aber auch, du hast da wahrscheinlich eine Tropfsteinhülle dann im Winter, oder? Weiß ich noch nicht. Im Winter will ich eigentlich gar nicht fahren. Wegen Salz, oder? Ja, ich habe jetzt so viel Zeit investiert in Rostbehandlung und möchte es nicht wieder mit dem Salz aufs Spiel setzen. Wir möchten eigentlich nur bis Oktober oder Oktober ist es. Sobald der Salz, also Winter würde ja gehen, wenn kein Salz gestreut Wenn wird. kein Salz gestreut wird, wäre Winter Wird's gut. gehen. Ja. Der steht wo in der Halle? Der steht in der Halle bei mir. So, ich darf mal reingucken hier, oder? Ja, Das ist Provisorium. spartanisch. Das ist geil. Hier Speidel. Ja. Das ist vermoscht oder normal? Das ist normal Most, ja genau. Wir haben jetzt halt für Frischwasser und dann, Und ein Porta Potty. ja genau. Das ist jetzt so das Übergangsklo. Wir haben vor, dass wir da auch so eine Trockentrenntoilette dann machen.
Aber hier siehst du, wie universell das nutzbar ist, gell? Ja, das ist Kannst du immer das Halter Schöne. reinmachen. Ja. Ich finde es klasse. Und da die Dusche, da hast du richtig Stehhöhe. Ja, man kann jetzt, also ich habe jetzt nicht vor, dass ich eine Dusche reinmache im Moment, aber man könnte eine Dusche reinmachen und hat dann auch hier die Stehhöhe. Ne? Da ist unten so ein kleiner Absatz. Ja. Und hinten machst du Bett dann rein, oder? Genau, hinten kommt rechts und links dann Bett und Längsbetten. Längsbetten, ja. Ja. Genau. Oh, ich finde ein tolles Projekt, aber 5 Jahre heißt auch. Ja, ich habe nicht die ganze Zeit dran gearbeitet, so wie man halt Zeit hat. Aber 5 Jahre bin ich da jetzt dran, ja. So, und die Fenster sind wie früher in den Eisenbahnen. Das ist noch die Originalverglasung da und das haben wir gewählt, dass man da halt noch ein Schiebefenster hat. Da war ursprünglich auch so ein Campingfenster drin. Das habe ich jetzt wieder zurückgebaut. Und die gab es noch, die Fenster. Die waren dabei. Ich war dabei. Ja, ich habe noch die Originalfenster habe ich alle noch. Okay. Ah, ja, guckst hier, was das für ein Aufwand war, allein die hier nochmal zu restaurieren. Hier steht gerade das Wasser drauf, gell? Auf dem Ja, aber das ist normal, weil das Fenster ja etwas tiefer ist. Das Macht nichts. weht es dann weg, wenn man fährt. Aber wichtig ist, wenn das Wasser draufsteht, dass es dicht ist. Stimmt. Das haben wir ausgiebig geprüft. Warte, ich mach mal eins, wenn du mal gerade da runter gehst, Ja. dann gehe ich mal ganz nach hinten und filme mal gerade in den Raum rein. Victron Energy hast du genommen. Ja. Und was wir noch nicht gezeigt haben, ist vorne das Fahrerhaus. Komm, das zeigen wir mal gerade. Das ist der Originalboden, wie es früher mal war. So war er mal früher, ja genau. Der war mal voll trendy mit diesen Noppen, oder? Da war auch ein Teppich eingeklebt. Man sieht es jetzt nur noch von den Kleberesten. Okay. So und Aber ursprünglich war der mal so genoppt. das ist dein Arbeitsplatz. Der Motor ist hinten Motor ist leise. Ja, im Moment ist er noch relativ laut, weil halt noch keine Möbel drin sind, die was schlucken. Aber ich hoffe, dass er noch etwas leiser wird. So, Magirus siehst du ja nicht so oft. Gibt es die Firma noch Magirus? Nee. Ich habe Iveco gesehen. Iveco, das ist irgendwann dann Iveco geworden und Die haben jetzt die Magirus-Edition bei den großen LKWs jetzt rausgebracht. Hast du gesehen? nee. Doch, da heißt einer irgendwie Magirus-Edition Ja, bei den ganz großen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, ist natürlich schade, wenn man das so sieht manchmal, oder? ja klar. Das ist eine alte Marke, die halt irgendwann dann weggegangen ist. Ne? Und ist das die Bremse, oder? Bitte? Das ist jetzt die Handbremse, genau. Ja. Federspeicher-Handbremse. So, und der hat auch eine Permanentbremse, oder? Ja, die Fußbremse ist Druckluft und hier kann man dann die Handbremse halt aufmachen. Und eine Staudruckbremse hat er auch. Hat er auch, ja. Eine Motorbremse hat er. Cool. Genau. So, der hat keine Klima, oder? So, das gab es früher nicht. Nee, Fahrhausklima oder so. Hat er nicht. Wir haben mal überlegt, ob wir eine reinmachen, aber Mach eine rein, ehrlich. ich weiß es noch nicht. Wir sind noch nicht so ganz überzeugt davon. Also ich kann ja sagen, wenn du in Italien fährst und du hast keine Klima, also keine Fahrhausklima, ist schon schlimm. Aber wenn du dann keine Aufbauklima hast und du hast hier so ein fahrendes, Schauen wir mal. mal schauen. Man hat ja noch Möglichkeiten, dass man, sagen wir, hier. Ja, du bist ja ein richtiger Mann, oder? Da ist das nicht so schlimm. Ich denke, ich habe auch mein privates Auto, hat auch keine Klimaanlage, habe ich noch nie vermisst. Gut, ich denke nur, ich habe ja meinen Sohn dabei und der fragt ja schon nach 10 Minuten, Papa, wie lange dauert es noch? Ja, Und wenn er dann bei 34 Grad sitzt. Weil du kriegst ja maximal die Außentemperatur hin. ja. Kälter wird es nicht. Aber man muss halt auch überlegen, die Klimaanlage muss auch irgendwo mit Energie versorgt werden. Und ich habe jetzt nicht so viel Energie mit meinem Solar, dass ich das wahrscheinlich packe damit. Ach, das kommt in 5 Jahren, da gibt es Solarzellen, da kannst du 3 kW. Das kann sein, dass man es dann irgendwann nachrüstet. Ja. Außerdem habe ich ja gehört, die Sonne wird immer schlimmer. So, Rückfahrkamera hast du drin? Ja, die war auch schon drin. Und ich denke, die ist ganz gut, wenn man da rückwärts fährt, dass man da niemand Ja. laufen fährt oder Absolut. Abstand erkennt. Gut, Das handliches. Design da oben ist alles noch original belassen. Das ist hier mit diesen. Und so weiter, die habe ich alle wieder so gemacht, wie es ursprünglich war. So, im Linienverkehr ist Rauchen nicht erlaubt, aber wahrscheinlich im Reiseverkehr durfte man rauchen. Oder? Ja, früher durfte man da rauchen, ja. Stimmt, man durfte ja auch in Flugzeugen rauchen damals. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Wie lange das schon nicht mehr erlaubt ist jetzt. Der hat so viele schöne Lämpchen hier. Guck mal hier, ich zeig die mal. Die da sind. Was ist das weiße Lämpchen? Was ist das da? Das ist die Handbremse, damit man Handbremse. sieht, wenn die Luft weggeht,
geht automatisch die Handbremse rein. Und erst wenn die Luft dann wieder befüllt ist, geht dann das Licht auch aus. Also selbst wenn man den Hebel nach oben macht, kann man nicht wegfahren. Und diese roten Taster, das sind die Türen, ne? Das sind die Türen, ja, genau. So, das ist so ein bisschen Stadtbus-Feeling, oder? Wenn man da so die Türen auf und zu macht. Ja, ich habe das auch so belassen, die Luftdrucktür vorne, damit man halt einfach noch das Bus-Feeling dann hat mit der Luftdrucktür. Ist noch Luft drauf eigentlich? Ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen für die Luft. Okay. Die Tür, weil wir haben es jetzt ja auch oft betätigt. Ich habe noch keinen kleinen Kompressor drin, der die Luft auch im Stand versorgt, wenn der Motor nicht läuft. Da bin ich noch dran. Damit du den nicht ewig laufen lassen musst. Den man laufen lassen muss, weil wenn man dann auf dem Campingplatz steht und muss dann erstmal Luft befüllen. Ja, das ist auch ein Gag. Das ist der Scheibenwaschbehälter. Der hatte so einen ganz hässlichen viereckigen Plastikbehälter da vorne und das hat uns einfach nicht gefallen. Und dann ist mein Sohn auf die Idee gekommen, Alu. Da könnte man so ein ehemaliges Bierfass nehmen und dann als Scheibenwaschbehälter umfunktionieren. Funktioniert ganz gut. Schön. Und sieht auch gut aus. So, und die Blaupunktboxen, wo hast du die her? Die waren auch schon drin. Die waren schon drin. Ja, ich habe da viel wieder übernommen, was drin war. Ja, die gibt es ja auch nicht mehr. Soll ja auch ein bisschen zeitgenössisch sein, wie der Ausbau in den 90ern dann war. So, sag mal den Typ, der heißt R81. 160 R81. 160 R81, Magirus Deutz, 81er Baujahr. 80er Baujahr. 80er Baujahr. Und ich zeig mal gerade ein T-Shirt. Hast du es selber gemacht oder gab es das irgendwie im Magirus Fanshop? Das gab's, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Nachdem ich einen Magirus habe ich auch so ein T-Shirt gebraucht natürlich, ne? Ja. Damit man das sieht. Nee, cool. Also herzlichen Glückwunsch, tolles Projekt. Dankeschön. Gerollt finde ich cool. Ich meine, da muss man Mut für haben, weil das fällt ja direkt auf. Ja, auch Rollen, denken die meisten, ja, das ist ja nur gerollt, aber auch Rollen ist nicht ganz einfach. Ja, Nase. Und so, dass man den Übergang nicht so sieht. Ja. Weil nachher, wenn die Farbe nicht miteinander verläuft, dann hat man so hässliche Streifen dann drin. Und da habe ich schon sehr lange gebraucht, bis ich da die richtige Technik raus hatte, damit der Verlauf funktioniert hat. Ich meine, klar, solche kleine Striemen sieht man immer, weil das von der Rolle halt kommt. Also, du rollst von oben nach unten, ne? Ich roll von oben nach unten, ja, genau. Und das sind 8 Schichten, die da gerollt sind jetzt. 8 Schichten? Ja, da ist also richtig gut Lack drauf. Also da den könnten wir auch glatt polieren. Mit der Poliermaschine könnte man den glatt polieren. Da ist genügend Material drauf. Aber beim Rollen hat man dann die Farbe auch dort, wo man sie will. Beim Lackieren geht die meiste Farbe ja über Nebel weiter weg. Okay, das heißt, das ist auch ein Teil natürlich Rostschutz dann, die Farbe, oder? Ja gut, die Grundierung drunter ist natürlich von Rostschutz gedacht. Der Lack selber ist jetzt nicht unbedingt der Rostschutz, ja. Ja gut, in der Anzahl von Schichten, die drauf ist, da muss der Rost erstmal drunter. Ja, ganz toll. Rudi, gell? Ja. Schönes Fahrzeug. Mit Wahlkennzeichen Leonberg. Ja, schönes Wohnbustreffen hier, oder? Das heißt, man trifft viele gute Leute? Also ich kenne die meisten nur vom Forum. Ja. Und jetzt hat man auch Gesicht dazu. Also ich war letztes Jahr schon da, habe da einige kennengelernt und so ein schöner Verein, finde ich. Ja, auch nicht so nervig, also, oder? Nee, die sind alle so ziemlich fokussiert. Ich bin eigentlich kein Forumsmensch, aber das finde ich angenehm. Das Wohnbusforum ist wirklich toll. Da hilft man sich gegenseitig und technische Probleme werden da problemlos behandelt und also echt toll. Viele tolle Busse auch, große, kleine. Das ist das Spektrum, was mir gefällt. Von den Riesenapparaten, Doppelstock und diese HDS und auch die kleinen. Ne? Das ist ja der gleiche wie meiner. Der gleiche? Ja. Sieht ja ganz anders aus. Ja, der ist halt durch die Farbe wirkt er anders. Wobei das ist der Vorgängertyp. Es gab einen R80 und einen R81. Der R80 ist von 72 gebaut worden und dann ist irgendwann der R81 draus geworden. Äußerlich sehen sie ziemlich gleich aus. Es gibt ein paar Merkmale, die halt anders sind, aber ansonsten sind sie fast die gleichen Fahrzeuge. Und das gab es wie lange eigentlich, Magirus? Also die Busse gab es bis 86. Der Nachfolger hat dann eine einteilige Scheibe. Hier haben wir ja noch die zweiteilige Scheibe. Und da gab es dann so eine Modellpflege.
die sahen dann äußerlich so modellgepflegt aus mit Doppelscheinwerfer vorne und Facelift. Facelift, genau. Aber drunter war es ziemlich gleich alles. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. 30 Minuten richtige Spannung hier aus Blaustein. Arneck. Bei Blaustein, ja. Bei Blaustein, ein Ortsteil von Blaustein in Baden-Württemberg. Heute am 12. September 21. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.